Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen zu Noire, liebe Freunde. Weiter geht's mit dem Fall Eine höfliche Einladung. Los geht's. Was machen wir jetzt? Natürlich das Ganze auf Discord teilen, keine Frage. Uns wurde da das letzte Mal ja ordentlich zugesetzt. Ihr wisst es noch? Hello, Miss Lichtman. How long have you been sitting there? Not long, Mr. Kelso. You look lovely, Princess. You haven't exactly caught me at my best. It's okay, Miss Lichtman. I'm a big boy. I know how to take my licks. Please, call me Elsa. Okay, Elsa? What can I do for you? I'd like to explain because I can join the dots, Elsa. Cole needs your help, Jack. The police department have frozen him out. Look, you're obviously a brave lady, but you can't fight all Cole's battles for him. I just wanted to apologize for... You don't have to apologize. You were right about Elysian Fields. Tell me something. What was Lou Buckwalter's regular job? He was a carpenter. He built sets for RKO, Warner Brothers. Set carpenter? Perfect. If you don't mind, Elsa, I'd like to get a little rest now. I've got a lot more dots to join, and it's making my head hurt. That's perfectly understandable, Mr. Jack. I hope we can meet again under less dramatic circumstances. I hope so too, Princess. I'd like that. You Kelso? Who's asking? Peterson, Assistant DA. You're in the wrong building, Peterson. This is a hospital. A wise guy. Let me tell you a story, Kelso. Can I get the abridged version? My head hurts. You're a funny guy, Jack. What do you want, Peterson? A colorful character mentioned your name. He said that you might know something about... There's a problem with colorful characters, Peterson. First they send you over a drink, then they buy you dinner, then you get a phone call in the middle of the night for a favor. Try rubbing shoulders with some solid citizens. They're the ones you're supposed to protect. Hello, You Ispa. finished, Kelso? For the moment. I'm going to run for DA, Kelso. The current administration stinks. And you want me to help? I'm looking for a DA's investigator. You get a gun and a badge and $120 a month. I get $150 a month now. I'm going after the Vice Squad, Kelso. It's going to get me elected. I've got something better. How about Leland Monroe? The property developer? You think I fell down the stairs? Das Börsen aufsuchen. Oh, das schaut ein bisschen mitgenommen aus. Kann man eigentlich mit ihm auch den Anzug... Ah, nein, kann man nicht. Also das Outfit ändern. Thanks for the patch-up, Princess. Might be the only R&R I get for some time. Genau, warte mal, brauchen wir eigentlich eine Belichtung. Ah, eigentlich nicht, oder? So ganz leicht. Belichtung im Studio. Na gut, dann gehen wir mal da runter. So, noch nicht laufen, wir sind noch angeschlagen. So, gehen wir einfach mal geradeaus. Obwohl hier sind 17 Türen. Da ist noch eine Tür.
Da steht doch sicher über unser Wagen, oder? Jawohl. Komm, wir können schon laufen. So, nicht, dass wir gleich niedergeführt werden. Ja, da kommt schon der erste. Da fahre ich automatisch. Gratis Benson. Wie sieht mein Livestream aus? Inwiefern weißt du das? Also was ich streame, kann ich da nicht sagen. Das ist immer ganz spontan, was ich gerade Bock habe. Kann ich maximal sagen, wann ich streame. Moment mal, wo gehen wir jetzt genau hin? Lass ich mal schauen. Bezirksanwaltschaft Los Angeles County. Ermittlung Rathaus. Da arbeiten wir jetzt, oder was? Ernsthaft? Das Benson Apartment. Vizepräsident der California Feuer- und Lebensversicherung. Gut, dann haben wir bei der Staatsanwaltschaft arbeiten. Ich würde sagen, wir gehen einmal da oben rein, oder? Der wohnt sicher da. Gehen wir da mal geradeaus. Apartment 2 und 3, der wohnt sicher im 1, oder? Der Heini. Hoppala, huiuiui, die Steuerung, Halleluja. Okay, doch nicht. Also lass uns mal kurz überlegen. Heute streame ich mal bis... Boah, ich habe keine Ahnung, ob ich noch... Ich muss nämlich... Ah, ich muss nach unten. Doch da unten reingegangen, oder was? Das gibt's ja nicht. Ah, doch nicht. Wo ist die gelbe Fahne hier? Oder ist es nur wegen einem Auto? Also heute werde ich mal... Ich weiß nicht einmal, was ich... Ah, die Briefkästen, oder? 2. Okay, hat sich erledigt, die Frage. Vielleicht ein bisschen Dirt Rally, weil es gerade gut geht auch und Spaß macht danach. Eventuell, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall bis 2 ungefähr. Obwohl, na, lass mal kurz überlegen. Ne, ich kann insgesamt bis 3 streamen. Obwohl, ich muss noch eine Folge Surviving Mars für morgen auch aufnehmen. Das darf ich auch nicht vergessen. Mal schauen. Also nach Illinois geht es auf jeden Fall noch mit einem Stream weiter, definitiv. Heute am Abend ist einmal nichts. Morgen geht es dann auch weiter, wobei ich morgen... Oh ja, morgen geht es auch weiter. Da muss ich aber noch im Nachtdienst ein bisschen ausschlafen. Da wird es vielleicht 12 werden, wenn ich starte für 2 Stunden. Dann am Abend wird auch gestreamt. Freitag habe ich Tagdienst, da werde ich aber am Abend wieder streamen. Da haben wir das Community-Rennen auch, das kann ich auch schon sagen. Beziehungsweise am Donnerstag werden wir auf jeden Fall Ense mit dem Marzio spielen, sofern er Zeit hat. Hat aber gesagt zumindest, also das weiß ich auch schon. Ob wir es gleich streamen oder ob ich vorher noch was anderes mache am Donnerstag, weiß ich noch nicht. Aber gut, machen wir mal hier weiter. Remember me? Jack, it's good to see you. You've caught me at a slightly inopportune moment. Can we do this some other time? Back off, Curtis. Move away from the door. Jack, there's no call for that. You're smooth, Curtis, I'll give you that. You try to get me killed and you still manage to be polite about it. Jack, how could you accuse me of having anything to do with that? I want to know all about you and Monroe, Curtis. You give it up or I beat it out of you. Get the fuck out of here, Jack. You're fired. Who do you think you are? Get out of town now while you still have the chance. You have no idea what kind of forces you're dealing with here. I guess we've exhausted the passive options. Sit tight, Curtis. I'm taking a look around.
Fangen wir mal an. Eddie Wason. Wird es wohl nicht so interessant sein? Aber nette Bude. What exactly do you expect to find, Jack? Das schauen wir noch. How old are you, princess? 16, mister? How old are you really? Nearly 13. Hm. You take love where you can find it as you get older. Love? That has nothing to do with love, Curtis. Some might find your romantic notions endearing, Jack. I find them very tiring. You're finished, Curtis. That remains to be seen, Jack. I haven't told you about my new job, Curtis. DA's investigator. Who do you think the DA reports to, Jack? Get dressed, you're getting out of here. He's not so bad. He just lays on top of me and grunts for a few minutes. He's kind. And he buys me nice things. Get dressed, you're leaving. She will only come back. Ne, unterhalten tun wir uns noch nicht. Wir untersuchen mal das Ganze weiter. Wollen wir hier untersuchen? Ja, wir müssen ja schauen, ob wir irgendwelche Beweise finden. Vielleicht liegt da ja was. Ja, wieder fest A drücken. So. Da geht's nicht weiter. What exactly do you expect to find, Jack? Aufpassen, dass wir nicht auf X drücken. Ich will ja vorher die Beweise finden oder was auch immer. Musik läuft ja. Jetzt brauchen wir gar nicht reden mit ihm. Jack, you've made a terrible mistake. Get out while you can. Das liegt natürlich hier Gott sei Dank so rum. I knew you were in bed with a lesion, Curtis. Now I know why. Mhm. Beweisstück A. What exactly do you expect to find, Jack? Ich glaube raus, also ist die Eingangstür. Na, die müssen wir nicht, brauchen wir nicht. Küche werden wir jetzt wahrscheinlich nicht wirklich was finden, nehme ich an. Okay. Das ist der Lippenstift von ihr. Ich schätze mal, das werden wir jetzt nicht unbedingt brauchen. Jack, you've made a terrible mistake. Get out while you can. Den Fehler hast du gemacht, Kumpel. Ich sicher nicht. Irgendwas fehlt aber noch. Weil die Musik rennt noch. Einen Teil haben wir mal gefunden. Haben wir noch irgendwas nicht untersucht? What exactly do you expect to find, Jack? Ja, sag ich da, wenn ich gefunden habe, Kumpel. Ach, da greift er gleich direkt hin. Okay, das bringt uns nichts. Nö, das haben wir auch schon.
Ich will auf jeden Fall den Beweis noch finden hier. Das ist nämlich essentiell wichtig, glaube ich, jetzt in dem Fall jetzt. Jack, you've made a terrible mistake. Get out while you can. Ich nicht, du Kumpel. Ja, das ist das da hinten. Da liegt noch ein Zettel, alter Schwede. Andelchen, da schau. What exactly do you expect to find, Jack? Ich muss noch irgendwas finden speziell, oder? Ah, umdrehen, alles klar. Mhm. Jack, you've made a terrible mistake. Get out while you can. Alles klar. So, haben wir jetzt alles? Musik aus? Ja. So, Kumpel, jetzt kommen wir zu dir. I want answers, Curtis. So pay attention. Please, Jack. I'm not a violent man. I don't get it, Curtis. You're vice president of the company. Why take the risk? It's a simple business transaction, dear boy. You're lying, Curtis. Something happened at the company, didn't it? That's why you took the bribe. Bribe? What bribe? How can you accuse me of benefiting ahead of the company? Vielleicht der Andelchen? I noticed that the share certificates are in your name, Curtis, not the company's. What did you use as collateral? Those sons of bitches in Sacramento. They passed me over for president. Sent me here because they believed it was a backwater. But they were wrong. Los Angeles will become the capital of the West, not San Francisco. This place will be the city of the 20th century. And I'm gonna get my cut, Jack. You're going to jail, Curtis. You and your cronies. We'll see about that, Jack. Das werden wir noch sehen, ja. Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. You're talking about the Da future haben wir of einen Los Versicherungsvertrag. Angeles. You cannot interfere with these plans. Information, Curtis. Business people who have joined forces to meet the demand for new homes. You're lying, Curtis. They're going to burn those movie sets they call houses, and you're carrying the insurance on them. And how do you prove that, Jack? Rancho Escondido burnt to the ground. California Fire and Life is carrying the paper. Jack, the best result you could get from insurance would be replacement cost. The stakes are much, much higher. Why the big payoff in the Buckwalter case? It was bound to bring it to attention. Who could have predicted this particular confluence of events? Elsa Lichtman as the beneficiary who spurns the cash. The brilliant but flawed detective becoming her lover. And you, Jack, taking their bait. You buy green lumber and use it to build houses. How do you expect it to end? Mr. Monroe has a fine reputation for building houses. What would I know about his choice of building materials? Give me what I need or I'll beat it out of you. It's all there in the case file, if you know what to look for. Very neat, Curtis. Maybe I can't work it out, but Phelps can. He may be many things, but he is one of the best detectives the LAPD has ever had. Your card is marked, Jack. You'll have an unfortunate accident if you don't leave town. Your California isn't the same as mine, Mr. Benson. Not at all.
Genau, so, gehen wir weiter. Mr. Benson. Oh, schön im Schatten stehen wir, perfekt. Nehmen wir ein Cabrio. Komm, nehmen wir Cabrio. California feiern Eis. Live feiern Eis, sag ich immer. Hallo Dami. Mahlzeit. Ja, nach dem werde ich auch Mahlzeit und essen gehen, nach dem Stream hier. Ganz entspannt und dann schauen wir mal, ob wir wieder eine Runde Rallye spielen oder, ja, Dazu müssen wir den Fall aufklären. I'm just going up to my office party. Gotta check over some files. Take the elevator. First door on the right when you come out. You know the way, Kelso. Oh. I don't need this. You wait. 5 years from now, all our jobs will be done. So, was ist der Aufzug? Da hinten nehme ich an. Nehmen wir linken. Können theoretisch beide nehmen. Ah, der ist auch da, okay. Okay. So. Was hat er gesagt? Wo müssen wir jetzt genau hingehen? Nehmen Sie den Aufzug. Die erste Tür auf der rechten Seite, wenn Sie rauskommen. Sie kennen den Weg, Kelso. Ja, Kelso kennt ihn, ich aber nicht. Erste Tür rechts, wenn wir rauskommen. Da gehen wir mal da rein. Das ist aber dann die, oder? Nein, das ist Gentleman, das ist das Klo, okay. Dann die zweite Tür eigentlich. Was ist nicht mein Büro? So, Curtis, what is it you don't want me to see? Jo. $34 4 minutes 29 seconds north. 118 degrees 17 minutes 58 seconds west. There's got to be more in these files. Es muss noch mehr geben. There's something else in that report. I know it. Was hat er gerade da? Das hat gerade vibriert. Insured replacement value for the house is $900. Current value of the house and land is $3,500. Christ, how many of these dumps are we carrying on the books? Das war schon? Detective Phelps of the LAPD here to see you. Oh, nice. Nice. Have a seat, Cole. Nice. Where's the go-between? She's awful easy on the eye for a foreign girl. Does that private dick patter actually work on anyone, Kelso? It's not your style. You were always a little more direct. This is your dime, officer. Would you have helped me if I asked, Jack? A little chuck on the shoulder, shot of Semper Fi. Fuck you, Cole. Be a man.
Why send a woman to do your dirty work? You're a cop. Why do you want my help? I thought a PI might be a little more discreet. I'm no gumshoe. I used to be an investigator for this company before your investigation got me fired. Sorry to hear that, Jack. I'm sorry about a lot of things. Is that an apology, Cole? It's a feeble attempt at one, yes. Look, Jack, it's a murder case, and I need help to solve it. So what's it got to do with Elysian Fields developments? They're in it somehow. The flyers keep turning up whenever I find a domestic fire. They're boosters. Stiffing GIs for deposits, making them wait months for a throw-up house. They're already making more money than they can count. What's turned them into killers? So you believe me? This is why you dragged me into the Buckwalter case. Look, Jack, I'm sorry. But if not for me, do it for some of the poor saps who are dying. Or some of the leathernecks who are getting grifted. How about it, Jack? I know you, Cole. You're still beating yourself up over that medal on Sugarloaf. The medal you think you didn't deserve, but you just don't get it. Nobody deserves a medal. It's just the ridiculous situation you find yourself in and how you react to it. You think you failed up on that hill. But courage isn't a tap you can turn on or off. Courage isn't permanent. It's a tenuous and fickle thing. Courage and cowardice exist in every man. Get over it. You got it off your chest. I guess I have. Can you help me, Jack? I'm thinking about it. The Hall of Records is the place to start. Ja, 2 Ehrenmänner, oder? Würde ich sagen. So, fahren wir einen Typen, wo wir hingehen können? Hello there. Fahren wir nicht schon mal? Nein, so was Need some help ähnliches. there, sir? The Land Registry Office. Where is it? Just up the stairs. Thanks. Dankeschön, Kumpel. Landregister, das ist doch der Grundbucheintrag, oder? Schauen wir mal zu dem Pfeil. Können wir da reingehen? Okay, so einfach war es jetzt nicht. Da ist der Pfeil. Aha, das könnte richtig sein, I'd like oder? to see the company details of the Suburban Redevelopment Fund. Certainly, sir. Just this way. Da weiß ich gar nicht, wer wir sind. Der lasst uns einfach da irgendwo im Grundbucheintrag nachschauen. Okay, alles klar. All those suburban sons of bitches ought to be listed in here. Die Womper-Wichser. Courtney Shelton müsste eigentlich im Regal sein. Oder? Warte mal, schauen wir, ob wir das irgendwo so... Moment mal. Müssen wir jetzt alles durchschauen? War das nicht Courtney Shelton?
War noch so eine Musik. Schauen wir mal darüber. Das ist die Company. Okay, die Company brauchen wir nicht. Directors. Okay, wir können auch umblättern. Ich glaube, wir suchen gehört nicht Schelten. Personen. Den anderen haben wir hier leider nicht drinnen. Das ist natürlich etwas doof. Dann blättern wir mal um. Wir können natürlich alles durchklicken, aber wir versuchen mal, ob wir das so finden. Irgendwo würde er dann schon anschlagen wahrscheinlich. Strada Lipstick, okay. Was sagt uns die Company? Was? Stop, Start, Straight, nein. So. Curtis Benson, da ist er, oder? Suchen wir nicht den? Nö. Ja, das ist ja der Typ. Sheldon, oder? Den haben wir ja auch irgendwo im Radar gehabt noch. Courtney. Ah. For God's sake. What's he got to do with this? I'd like information on a plot of land. Okay, do you have the address? Not exactly. It's a new lot. I have the coordinates. 34 degrees, 4 minutes, 29 seconds north. 118 degrees, 17 minutes, 58 seconds west. Das hat sich gemerkt, All right, alter that Schwede. makes it a bit more difficult. Come with me. Ich komme. I believe that is in the Wilshire area. Oh! 34 degrees, 4 minutes, 29 seconds north. 118 degrees, 17 minutes, 58 seconds west. Shit, und was noch? It was 34.4.29 latitude. Ja. And I'm looking Das letzte weiß ich nicht. Hallo Justin. 118.17.58 on the longitudinal axis. 58, okay. The lot number's 1876988. Unfortunately, that is just the beginning. We have at least 1 million lot numbers in the Los Angeles area. The registrations are in alphabetical order. You need to convert your lot number to a letter. How do I do that? Over here, use this adding machine. There are 90,000 entries to a book, so divide your lot number by 90,000. What? Was machen wir? 1876988 divided by 90,000, yes. Einstellung wieder. Ich habe es jetzt nicht gemerkt. Komm, sag nochmal. Mit der Maus schneller? Nein, nicht wirklich. Komm, sprich nochmal. 76, 988. 1,876,988 divided by 90,000.
Warte mal, was? Was ist das für ein Rechner? Habe ich ganz gecheckt, jetzt Moment mal. Ah, geteilt durch. Achso, mit diesem das habe ich ganz verstanden. Es gibt also Einträge in einem Buch. Also teilen Sie Ihre Nummer durch 90.000. Kapiere ich zwar nicht ganz, aber gut. Okay, teilen durch 90.000, alles klar. 1876988 divided by 90,000, yes. A starts at 0, so you want to add 1 to your number. 21. That number is your letter of the alphabet. Once you have the letter, find the right aisle, and you are in business. You do this every day? Wo müssen wir jetzt hin? Was, 21 oder was? Die Nummer entspricht ihrem Buchstaben. Alphabet. Was, 20 oder was? Oder 21? U ist 21. Habe ich gerade ausgerechnet. U ist 21, okay. Let's see what the site is worth to them. $1876988. Der, oder? The book value is $350. With the new home in place, the improved value of the property is $3,500. They can make a killing. But how do they pull it off? Ja, ist ja klar. So, Maus und Tastatur. Know why I plumbed for the caddy? The extra trunk space. One thing you learn in the war, boys. You do your talking once the smoke clears. Alter! Da steht er mit der Pumpe. Oi, oi, oi. Geht das wieder ein bisschen rauf? Ja, Gott sei Dank. Oh, da ist er. Nein, nicht drüber klettern! Alter, den Thompson, oder was? Einer muss gleich auf die Ecke sein, oder ist das der Tote? Laut Radar steht hier noch einer. Wo ist der? Alter! Oh nein! Oh. Alter, ich hab nicht gesehen, der hat sich versteckt hinter der Säule. Das wäre fast daneben gegangen. I need a word, Courtney. That's okay, Jack.
You didn't need to come all the way down. It's here. important, Courtney. How can I help? Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. What are you talking about? Don't fuck with me, Courtney! Jack, I swear, I don't know what you're talking about. How does your name appear as one of the investors in the Suburban Redevelopment Fund? You're out of your mind. I was down at the Hall of Records checking on a property company called Elysian Fields Developments. Their funding comes from the Suburban Redevelopment Fund. Seriously, Jack, I have no idea. Your name is there, Courtney, with some pretty interesting company. The mayor, the district attorney, some dirty cops, and your buddy, Dr. Harlan Fontaine. Dr. Fontaine? Spill it, Courtney. I want all of it. Fontaine and the rest. Fontaine took the morphine off our hands. Look, Jack, I know you said to get rid of it, but it's okay. I did something good for once. He reinvested the money for us. That's it. That's what's happening. They're building houses for GIs, Jack. I turned a mistake into something beneficial. Something that's going to help out the guys. Courtney, they're building matchstick houses. They're going to burn them for the insurance money. They'll probably stiff the poor bastards for the deposits. Please, Jack. Say it isn't so. Harlan's a doctor. A good one. He helps out a lot of people. Looks like he's helping himself, Courtney. You're the fall guy. Ja, ich komm schon. Bin schon da. War ich blind? Wo ist das Telefon? Ich sehe es nicht. Ich sehe das Telefon nicht. Ah, da. Jack Kelso. Who's asking? Leland Monroe. I was wondering when you'd get around to calling. I'd like to meet with you, Mr. Kelso. I bet you would, Mr. Monroe. But I value my skin highly enough to not want to meet with you. Why don't you just send some more of your boys around and we'll have a nice cup of tea? You realize that I could make you a very wealthy man, Mr. Kelso. Better than $220 a month? You're a very witty man, Kelso. Substantially better. I'm going to have to let it slide, Mr. Monroe. Are you haggling with me, Jack? I might be. Come around to my place at 9. 5164 Santa Monica Boulevard. You'll come? I might. Good night, Mr. Monroe. Das könnte interessant werden. Aber ich gehe dort ja nicht alleine hin, oder? Zum Monroe müssen wir. Ja gut, dann machen wir das. Das wird wohl jetzt für diesen Part vielleicht die letzte Aktion sein oder eventuell der Schluss von dem Fall. Grün und Violett, geil, oder? Rapid Austria. Nice. Aber wir sind vorhin Grünen gefahren, aber das hat nichts mit Fußball zu tun. So, fahr hinter. Hallo Dami, habe ich dich schon begrüßt eigentlich? Ja, sicher, oder? Ja, bei Illinois ist nie so viel wahnsinnig los um die Uhrzeit. Im Chat natürlich, eh klar, sind alle unterwegs.
Wir kommen natürlich alleine, oder? I appreciate the help, all of you. Doch nicht. Reminisce later. I want a minimum of noise and no prisoners. No prisoners? This isn't Peleliu, Jack. These guys are grifting GIs. That's what they do for a living. It's okay, Jack. We all feel the same way. Just hasn't turned out quite the way we imagined. Let's get it done. Teams of 2 at the ready. Okay, nice. Ich denke mir schon, ich greife alleine an. Das ist natürlich auch geil gemacht, dass wir an das denken, dass wir jetzt nicht alleine hingehen, sondern mit allen angreifen. Da müssen wir jetzt... Ja, eine erhebliche Schießerei, so könnte man das nennen. How long do you think you can hold out? Kann man deine Thompson nehmen? Nein, oder? Nice, die Jungs sind natürlich auch gut am Start hier. Komm vor, Kumpel. Ja. Können wir uns die Thompson aufklauen eigentlich? Ah, das geht natürlich nicht. So, weiter. Was sind unsere Jungs? Die haben den schon erledigt, nice. You're surrounded and your buddies are dead. Good kill. Haben wir auch Thompson oder was? Das war im Battlefield hier. All right, man, hold the perimeter. Errungenschaft. No business with Mr. Leland Monroe. So schaut's aus. Super gemacht, Kumpels. Danke euch. Da kommt schon die Polizei, oder? Aber wir müssen erst einmal... Alter, da ist noch einer! Oh. Alter Schwede! Wow! Wow, 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 wow. Alter, ich glaube, da ist keiner mehr. Hui! Ich glaube, wir haben alle ausgeschalten schon. Alter! Okay, jetzt müssen wir uns in den Raum schauen, ob noch nicht einer ist. Aha, okay. Nice. Das ist ernsthaft jetzt? You're a very sweet-looking girl to be holding such a big gun. I know how to use it, mister. I'm sure you do. So how about pointing it over there in the direction of Hollywood instead of at me, Princess? You're quite the wise guy. I don't normally shoot women, Princess. How about putting the cannon down? In dem Fall dürfen wir eine Frau schlagen. I didn't think you had the guts, sweetheart.
Naja, da hat's. Monroe, where are you? Was, Moment mal, was hat er gesagt? Ich war nicht gut drin, Frauen zu verstehen. Nice. So, wo ist er? Monroe. Alter, schon wieder einer, das gibt's ja nicht. Wie viele sind denn da noch? Schätze mal die Richtung. Wow! Wow, 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 wow. War der am Radar, aber ich gar nicht geschaut jetzt. Ich will jetzt raufgehen, ich schätze mal, oder? Alter Schwede. Das ist ein bisschen Licht, oder? Ist da einer? Alter, der hat eine Villa, eine große, das ist ja unglaublich. Da ist er. Jack also. That's my opening negotiating position. Oh, you crazy son of a bitch! How did you get in here? I'm bleeding to death. Get me a doctor. I thought I had an invitation, Monroe. Your boys outside were certainly expecting me. That's my second offer. You sadistic bastard! What do you want? I'm going to take a look around, Monroe. Then I want you to tell me what you know about the mayor and those Trojan houses that you're building. Das ist ja noch durchsuchen auch, oder was? War da nicht irgendwann safe? Er hat doch sicher ein Safe, der Typ, oder? Wie ist denn das so finster? Oh, die Waffen. Ich sehe überhaupt nichts. Hat er gerade was gepimmelt? Ding dong. Moment mal. Da ist der Safe. Alter, ich bin in die falsche Richtung gegangen. Na Gott sei Dank ist er offen. Smart. Keep the dirt on Fontaine under lock and key. This is your insurance. Nope. So, sind wir da unten fertig durchlaufen? I'm guessing Benson's portfolio is only a fraction the size of yours, Monroe. That's a hell of a payroll. Können haben wir alles, oder? 1, 2, 3.
Sein Schreibtisch, glaube ich, das ist ja noch eine gute Idee. Some sold up. The others obviously didn't know the links these sons of bitches would go to. Okay. Oh, noch eine Zeitung. The Suburban Redevelopment Fund. Remind me what they say about absolute power, Monroe. Fuck you, Jack. Ah, call me an ambulance already. Dr. Fontaine, I need to speak with you urgently. Sit down. Please, sit down. Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. It's the fund we are using to channel money into the development of new houses. Why is my name on the board of managers? Technically, you are a major contributor. Please, Courtney. Those houses are a sham, Doctor. They're going to be burned for the insurance. That's a scandalous allegation, Courtney. Do you have any proof? Jack Kelso, an investigator for California Fire and Life, has seen them. He was almost killed when he found out what was going on. I don't know what to say. I feel that I have been duped. Who do you think is behind this subterfuge? Jack says it's a property developer named Monroe. He said it goes all the way to the mayor. You cannot believe that I was involved. I don't know what to believe anymore, Doctor. I hope that you weren't involved. Thank you for your trust, dear boy. Be still, Courtney. All of your troubles are finally over. Let them go. Let them drift away. Alles klar. Haben wir da jetzt nicht drückt, oder was? Dr. Fontaine. Alter, jetzt kommt es aber nicht nochmal, oder? Speak with you. Passt, okay. It can't be stopped, Kelso. There's too much money Speichern. at stake. Kingdoms rise and kingdoms fall, Monroe. Ask the Emperor of Japan. Have some fucking mercy. Operator, put me through to Phelps, arson squad. Yeah, Biggs, it's Jack. I'm at Monroe's. He's in a talkative mood. If you get here in a hurry, you might get something before he bleeds to death. Elsa. Oh, thank God. Where? Fontaine. Dead? Former patient. So that crazy son of a bitch finally came back for a checkup. It's Monroe. He's raving. You want information, cocksucker. You get me some medical help. I've got to go, Herschel. Monroe's negotiating again. Do you want my final offer, Leland? Tell me how I find the guy who has Elsa. Not Casey. He did whatever Fontaine asked. He had some kind of power over him. He did all the fires, and then he went off the rails. I don't have a fucking name! He worked as a bug sprayer. Get me a goddamn doctor!
You son of a whore! Get me a goddamn doctor! Suburban Motorsport wurde demontiert auf die altmodische Art. Alles klar. So, hier ist eigentlich schön der Abschluss eigentlich. Und sorry. Wir klicken aber eins weiter, dass ich gleich weiß, wie der nächste Fall dann heißt. Da können wir zumindest wieder noch reinschnuppern, würde ich sagen. Hier wäre eigentlich der perfekte Schlusspunkt für den Stream. Jack, there's a statewide APB out on it. Jack's okay. He has something up his sleeve. He's not worried about being caught. How do we help? Das nicht ein DLC-Fall ist. Jack has a legion and its cronies running scared. We go after the doctor and some of the other guys. But the whole department breathing down our necks. It's time for action, Herschel. It's time for change. Jack's crossed the Rubicon and we have to be on the other side. Christ, what was that? Explosion. Alter, was ist das? Something big. You think it's the Reds? Okay, schaut damit noch ein bisschen komisch aus. Sons of bitches that dropped the H-bomb on us? Calm down, Herschel. We need to be ready for the call. I'm not waiting for an invitation. Get in the car and head for the cloud. KGPL can give us the details on the way. Das, liebe Freunde, gibt es das nächste Mal. Ich glaube, es gibt noch einen Hauptfall, oder? Das heißt, wenn das jetzt noch ein DLC-Fall ist, ich weiß es nicht, dann gibt es noch 2 Folgen. So, Moment mal. Jetzt sind wir im Branddezernat. Nicholson Galvanisierung. Ich glaube, das ist ein DLC-Fall, ich bin mir aber nicht ganz sicher. So, liebe Freunde, ich sage danke fürs Zuschauen. Das war's wieder mit Eleanor. So wie es ausschaut, gibt es jetzt noch 2 Folgen. Möglicherweise, ich weiß nicht ganz genau. Wie gesagt, ich habe es schon einmal gespielt. Aber wir sind, wie wir auch schwer gesehen haben, eigentlich schon Richtung Ende. Schaut ganz gut aus. Aber wir werden sehen, wir werden sehen. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Ich werde jetzt mal eine Kleinigkeit essen gehen und dann schauen wir, ob ich... Jo, spielen wir wieder Rallye oder was? Keine Ahnung, ich lasse mir alles einfallen. Jo. Genau. Mahlzeit und wir sehen uns gleich wieder. Wer will. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Fall, liebe Detektive. Wer nur Eleanor schaut vielleicht. Ciao, ciao.